Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi James, wie geht es dir heute? Hi Emily, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Dinge sprechen, die wir mögen, nicht mögen und sogar hassen. Sprichst du gerne über deine Meinungen? Ja, das tue ich. Ich finde es spannend zu teilen, was wir mögen und was nicht. Es hilft mir, mehr über dich und deinen Geschmack zu erfahren. Super! Lass uns damit beginnen, über die Dinge zu sprechen, die wir mögen. James, was sind einige Dinge, die du magst? Ich mag viele Dinge. Zum Beispiel mag ich sonnige Tage, Bücher lesen und mit meinen Freunden Fußball spielen. Ich höre auch gerne Musik und schaue Filme. Das ist schön. Ich mag sonnige Tage auch. Ich gehe auch gerne lange spazieren, backe Kekse und zeichne. Ich liebe Kunst und kreative Aktivitäten. Ich finde es interessant, dass wir beide sonnige Tage mögen. Ich fühle mich glücklich und energiegeladen, wenn die Sonne scheint. Ja, ich auch. Sonnige Tage bringen mich zum Lächeln. Was ist mit Essen, Jams? Was isst du gerne? Ich mag Pizza, Pasta und frisches Obst. Ich mag auch Eiscreme und Schokolade. Ich genieße einfaches und schmackhaftes Essen. Ich mag viele der gleichen Speisen. Ich liebe Pizza und frisches Obst. Ich esse auch gerne Salate und Sandwiches und ich liebe wirklich Schokoladenkuchen. Schokoladenkuchen ist köstlich. Ich stimme zu, dass Essen uns sehr glücklich machen kann. Lass uns jetzt über Dinge sprechen, die wir nicht mögen. James, was sind einige Dinge, die du nicht magst? Ich mag keine regnerischen Tage, weil sie mich ein wenig traurig und schläfrig machen. Ich mag auch sehr kaltes Wetter nicht. Bittere Speisen mag ich nicht. Ich bevorzuge süße oder herzhafte Aromen. Ich mag kaltes Wetter auch nicht. Ich mag es nicht, wenn es zu windig oder zu laut ist. Außerdem sehe ich nicht gerne gruselige Filme. Sie machen mich unwohl. Das stimmt. Ich mag es nicht, wenn Essen zu scharf oder zu sauer ist. Ich mag mein Essen ausgewogen und schmackhaft. Es ist interessant, unsere Abneigungen zu vergleichen. Selbst kleine Dinge können unsere Stimmung verändern. Ja, zu wissen, was wir nicht mögen, hilft uns, bessere Aktivitäten und Lebensmittel auszuwählen. Lass uns jetzt über Dinge sprechen, die wir hassen. James, gibt es Dinge, die du wirklich hasst? Ich hasse es, wenn Menschen unhöflich sind. Ich hasse auch Umweltverschmutzung und Müll. Es macht mich sehr traurig, wenn ich meine Stadt schmutzig sehe. Ich hasse auch Lügen und Unehrlichkeit. Ich hasse Unehrlichkeit ebenso. Ich hasse es auch, wenn meine Lieblingssendungen abgesetzt werden. Das macht mich sehr enttäuscht. Ich hasse es, an einem lauten Ort zu sein, wenn ich mich entspannen möchte. Ja, Lärm kann sehr nervig sein. Ich hasse es auch, wenn mein Zimmer unordentlich ist. Es ist gut zu wissen, was wir hassen, weil es uns hilft, unsere Werte zu verstehen. Ich denke, unsere Vorlieben und Abneigungen zeigen, wer wir sind. Ich stimme zu. Manchmal ändere ich sogar meine Meinung über etwas. Zum Beispiel habe ich Oliven früher gehasst, aber jetzt mag ich sie auf meiner Pizza. Das ist interessant. Manchmal probiere ich neue Lebensmittel aus und entdecke, dass ich sie mag. Es macht Spaß, offen für neue Erfahrungen zu sein. Emily, kannst du mir ein Beispiel für etwas geben, das du wirklich magst und warum? Klar, ich mag sonnige Tage wirklich, weil sie mich energiegeladen und glücklich machen. Ich genieße Outdoor-Aktivitäten wie Joggen und Tennis spielen, wenn das Wetter schön ist. Ich lese auch gerne Romane, weil sie mich in andere Welten entführen und meiner Fantasie Flügel verleihen.
Das ist ein großartiger Grund. Ich höre gerne Musik, besonders Pop und Soft Rock, weil es meine Stimmung hebt. Ich schaue auch gerne Komödien, weil sie mich zum Lachen bringen und entspannen. Musik ist mir auch sehr wichtig. Ich höre gerne fröhliche Lieder, wenn ich lerne oder arbeite. Was ist mit etwas, das du nicht magst? Kannst du mir ein Beispiel geben? Ja, ich mag regnerische Tage nicht. Wenn es so viel regnet, fühle ich mich ein wenig traurig und möchte nicht nach draußen gehen. Ich mag auch sehr kaltes Wetter nicht, weil ich mich in schweren Kleidern unwohl fühle. Ich mag laute Orte nicht. Ich mag es nicht, wenn ein Café zu laut ist. Ich bevorzuge einen ruhigen Ort, um zu lesen oder mit Freunden zu reden. Das stimmt. Ich mag es auch nicht, wenn Essen zu scharf ist. Ich mag mein Essen mild und schmackhaft. Und was ist mit etwas, das du hast? Ich hasse Unehrlichkeit. Ich mag es wirklich nicht, wenn jemand lügt oder Vertrauen bricht. Ich hasse auch Umweltverschmutzung. Es macht mich sehr traurig, wenn ich Müll im Park sehe. Ich hasse es, in einem unordentlichen Zimmer zu sein. Das macht mich gestresst und unwohl. Ich hasse es auch, wenn meine Lieblingssendung ohne Vorwarnung abgesetzt wird. Ja, das ist sehr enttäuschend. Unsere Abneigungen zeigen, was wir schätzen, wie Ehrlichkeit und eine saubere Umgebung. Emily, warum denkst du, dass es wichtig ist, zu wissen, was du magst, nicht magst oder hast? Ich denke, es ist wichtig, weil es mir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn ich meine Vorlieben kenne, kann ich das richtige Essen, die richtigen Kleider und die richtigen Aktivitäten auswählen. Es hilft mir auch, mich besser zu verstehen und mit anderen zu kommunizieren. Ich stimme zu. Seine eigenen Vorlieben zu kennen, macht das Leben einfacher und angenehmer. Es hilft mir auch, Freunde auszuwählen, die ähnliche Werte teilen. Ja, unsere Vorlieben und Abneigungen können uns helfen, Gemeinsamkeiten mit anderen zu finden. Sie machen unsere Gespräche interessanter. Manchmal frage ich meine Freunde, was sie mögen oder nicht mögen, um mehr über sie zu erfahren. Es ist eine gute Möglichkeit, ein freundliches Gespräch zu beginnen. Das mache ich auch. Ich sage oft, was magst du? Oder was magst du an diesem Film nicht? Es macht unsere Gespräche unterhaltsam und tiefgründig. Emily, kannst du mir von einem Zeitpunkt erzählen, an dem du etwas Neues ausprobiert hast und deine Meinung geändert hast? Klar, ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal Sushi ausprobiert habe. Ich dachte, ich würde es hassen, weil es roher Fisch ist. Aber als ich es probiert habe, mochte ich es sehr. Jetzt esse ich oft Sushi. Das ist ein großartiges Beispiel. Ich habe Brokkoli früher gehasst, weil ich dachte, er sei bitter, aber jetzt mag ich ihn, wenn er mit Knoblauch gekocht wird. Manchmal können neue Erfahrungen unsere Meinungen ändern. Ja, offen für neue Erfahrungen zu sein, ist sehr wichtig. Es hilft uns, zu wachsen und zu lernen. Ich stimme zu. Unsere Vorlieben können sich im Laufe der Zeit ändern, und das ist normal. Es zeigt, dass wir wachsen. Ich sage meinen Freunden immer, sie sollen neue Lebensmittel probieren, auch wenn sie denken, dass sie nicht mögen werden. Es macht Spaß, neue Geschmäcker zu entdecken. Emily, wie nutzt du deine Vorlieben und Abneigungen in deinem Alltag? Ich nutze meine Vorlieben und Abneigungen, um meinen Tag zu planen. Zum Beispiel gehe ich gerne morgens joggen, wenn das Wetter schön ist. Ich schaue auf das Wetter und wenn es sonnig ist, gehe ich joggen. Ich wähle auch meine Mahlzeiten nach dem aus, was ich mag. Ich koche einfaches und schmackhaftes Essen. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich schaue auf meinen Zeitplan und versuche, Aktivitäten zu machen, die mir Spaß machen. Ich höre Musik, während ich lerne, weil ich Musik mag.
Es macht mich entspannt und konzentriert. Ich mache das Gleiche. Ich lese abends gerne Romane. Es ist meine Art, mich nach einem geschäftigen Tag zu entspannen. Denkst du, dass deine Vorlieben und Abneigungen deine Freundschaften beeinflussen? Ja, das denke ich. Ich wähle Freunde aus, die ähnliche Dinge mögen. Zum Beispiel habe ich einen Freund, der gerne Fußball spielt, und einen anderen, der gerne zeichnet. Wir teilen unsere Interessen und haben Spaß zusammen. Ich stimme zu. Meine Freunde und ich sprechen oft über unsere Lieblingsfilme und Songs. Das macht unsere Freundschaft stärker. Es ist schön, Freunde zu haben, die deinen Geschmack verstehen. Das macht die gemeinsame Zeit angenehmer. Manchmal treffe ich neue Leute und wir sprechen darüber, was wir mögen. Es ist eine gute Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Ja, jemanden, was magst du? Zu fragen ist ein großartiger Gesprächseinstieg. Es hilft dir, die andere Person kennenzulernen. Emily, glaubst du, dass deine Familie deine Vorlieben und Abneigungen teilt? In gewisser Weise ja. Meine Schwester und ich mögen beide sonnige Tage und Outdoor-Aktivitäten. Wir gehen oft zusammen wandern, aber manchmal sind wir unterschiedlich. Ich lese und zeichne gerne, während sie gerne Videospiele spielt. Das ist interessant. Mein Bruder und ich mögen beide Pizza und Fußball, aber wir sind uns bei Filmen uneinig. Ich mag Komödien und er mag Actionfilme. Es ist normal, dass Familienmitglieder unterschiedliche Geschmäcker haben. Das macht unsere Gespräche interessanter und vielfältiger. Ja, auch wenn wir unterschiedlich sind, respektieren wir die Meinungen des anderen. Manchmal versuchen wir, die Lieblingsaktivitäten des anderen auszuprobieren. Ich liebe das. Etwas Neues mit der Familie auszuprobieren kann eine gute Möglichkeit sein, sich näher zu kommen. Emily, wie denkst du, hilft es dir in der Schule oder bei der Arbeit, deine Vorlieben und Abneigungen zu kennen? Ich denke, es hilft mir, die richtigen Fächer und Aktivitäten auszuwählen. Zum Beispiel mag ich Kunst und Musik, also wähle ich Design zu studieren und trete dem Musikclub bei. Wenn ich weiß, was ich mag, kann ich meine Zukunft besser planen. Das ist sehr wahr. Ich mag Naturwissenschaften und Mathe, also arbeite ich hart in diesen Fächern. Meine Interessen zu kennen macht das Lernen angenehmer. Ja, wenn du ein Fach studierst, das du magst, lernst du schneller und fühlst dich motivierter. Ich nutze auch meine Freizeit, um Aktivitäten zu machen, die ich genieße, wie Lesen und Zeichnen. Das macht meinen Tag ausgeglichen. Ich empfinde das Gleiche. Ich nehme mir immer Zeit, um Fußball zu spielen und Musik zu hören. Das hält mich glücklich und entspannt. Glaubst du, dass dein Lehrer weiß, was du magst? Ja, manchmal sage ich meinem Lehrer, dass ich ein bestimmtes Thema mag. Zum Beispiel habe ich meinem Geschichtslehrer gesagt, dass ich gerne über alte Kulturen lerne. Es macht den Unterricht interessanter, wenn der Lehrer Beispiele verwendet, die ich mag. Das ist ein guter Punkt. Wenn Lehrer unsere Interessen kennen, können sie den Unterricht ansprechender gestalten. Emily, nutzt du soziale Medien, um auszudrücken, was du magst oder nicht magst? Ja, ich nutze oft soziale Medien, um meine Meinungen zu teilen. Ich poste über meine Lieblingssongs, Filme und Lebensmittel. Ich schreibe auch eine kurze Nachricht, wenn mir etwas nicht gefällt, wie einen langweiligen Film. Das mache ich auch. Ich schreibe manchmal eine Rezension zu einem Film oder einem Buch. Es hilft meinen Freunden zu wissen, was sie schauen oder lesen sollen. Es ist schön, Rückmeldungen von anderen zu bekommen. Manchmal versucht mein Freund ein neues Restaurant, weil ich gesagt habe, dass ich das Essen dort mag. Ja, unsere Geschmäcker zu teilen kann anderen helfen, gute Entscheidungen zu treffen.
Es macht unsere Gespräche online interessanter. Ich genieße es, die Kommentare meiner Freunde darüber zu lesen, was sie mögen oder nicht mögen. Es gibt mir neue Ideen, die ich ausprobieren kann. Emily, denkst du, dass sich deine Geschmäcker in der Zukunft ändern werden? Ja, ich glaube, dass sich meine Geschmäcker im Laufe der Zeit ändern werden. Zum Beispiel, als ich jünger war, hasste ich bittere Lebensmittel, aber jetzt mag ich dunkle Schokolade. Ich mochte früher bestimmte Gemüse nicht, aber ich beginne, sie zu mögen, während ich neue Rezepte ausprobiere. Das ist sehr wahr. Ich habe früher das Laufen gehasst, weil ich dachte, es sei schwer, aber jetzt jogge ich gerne. Ich fühle mich besser, wenn ich Sport treibe. Es ist normal, dass sich unsere Meinungen ändern. Neues auszuprobieren kann uns helfen, zu lernen und zu wachsen. Ich sage meinen Freunden immer, sie sollen offen bleiben. Manchmal magst du etwas anfangs nicht, aber nach dem erneuten Ausprobieren könntest du es lieben. Ja, flexibel mit deinen Vorlieben zu sein, ist wichtig. Es macht das Leben interessanter. Emily, hast du eine Lieblingsaktivität, die zeigt, was du magst? Ja, ich liebe Malen. Ich mag es, helle Farben zu verwenden und kreative Designs zu erstellen. Malen macht mich ruhig und glücklich. Ich spiele auch gerne Gitarre. Es macht Spaß, neue Lieder zu lernen. Das ist wunderbar. Ich spiele gerne Fußball und fahre mit meinem Fahrrad. Ich lese auch gerne Abenteuerroman. Sie entführen mich in neue Welten. Ich denke, unsere Hobbys sind eine gute Möglichkeit, unsere Vorlieben auszudrücken. Sie zeigen unsere Persönlichkeit. Ja, Hobbys machen unsere Freizeit angenehm. Ich lade oft meine Freunde ein, am Wochenende Fußball zu spielen. Es macht Spaß, mein Hobby mit anderen zu teilen. Ich nehme manchmal an einem Malkurs mit meiner Freundin teil. Wir lernen neue Techniken und haben Spaß zusammen. Denkst du, dass dir deine Hobbys helfen, dich zu entspannen? Ja, wenn ich male oder Musik mache, vergesse ich meine Sorgen. Es ist eine großartige Möglichkeit, mich nach einem geschäftigen Tag zu entspannen. Ich empfinde das Gleiche, wenn ich lese oder mit meinem Fahrrad fahre. Hobbys sind sehr wichtig für unser Glück. James, während wir unser Gespräch heute beenden, was hast du über dich selbst gelernt? Ich habe gelernt, dass ich wirklich sonnige Tage und Outdoor-Aktivitäten mag. Ich habe auch gelernt, dass ich Unehrlichkeit und Umweltverschmutzung hasse. Das zu wissen hilft mir, einen guten Lebensstil zu wählen. Ich habe gelernt, dass ich kreative Aktivitäten wie Malen und Gitarre spielen mag. Ich habe auch gelernt, dass ich laute Orte und unordentliche Räume nicht mag. Es ist wichtig zu wissen, was dich glücklich macht und was dich stört. Ja, unsere Vorlieben und Abneigungen helfen uns, bessere Entscheidungen im Leben zu treffen. Sie zeigen, wer wir sind und was wir schätzen. Ich habe das Gefühl, dass ich nach unserem Gespräch meine Vorlieben noch besser verstehe. Es ist eine gute Erinnerung, immer zu überprüfen, was dich glücklich macht. Ich stimme zu. Über unsere Meinungen zu sprechen, ist eine gute Möglichkeit, über uns selbst nachzudenken. Ich frage mich immer, mag ich das? Oder warum hasse ich das? Es hilft mir zu wachsen. Danke, James, für dieses interessante Gespräch. Ich habe es genossen, unsere Vorlieben, Abneigungen und Abneigungen zu teilen. Danke, Emily. Ich habe unser Gespräch auch genossen. Es macht Spaß, mehr übereinander zu lernen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über unsere Lieblingsfilme oder Musik sprechen. Das klingt großartig. Ich bin gespannt darauf, mehr von meinen Meinungen mit dir zu teilen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden?
Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.